Der Altenburger Prinzenraub, auch sächsischer Prinzenraub genannt, ist ein historisches Ereignis der sächsisch-thüringischen Geschichte. Der Junker Kunz von Kaufungen entführte in der Nacht vom 7. zum 8. Juli 1455 die 14- und 12-jährigen Prinzen Ernst und Albrecht, die im späteren Lebensalter als Begründer der Länder Thüringen und Sachsen gelten. Durch die Entführung wollte Kunz von Kaufungen den Kurfürsten von Sachsen, Friedrich den Sanftmütigen, zwingen, seine Forderungen nach Entschädigung für seine verloren gegangenen Ländereien zu erfüllen. Die Differenzen zwischen Kunz von Kaufungen und dem sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Sanftmütigen gehen auf den sächsischen Bruderkrieg zurück. Von Kaufungen beteiligte sich angeblich auf Bitten Friedrichs auf der kursächsischen Seite an dem Krieg, wurde allerdings bald gefangen genommen und musste ein Lösegeld von 4.000 Gulden für seine Freilassung zahlen. Da er als freier Helfer auf eigenes Risiko in den Krieg eingetreten war, war es nicht am Kurfürsten, ihn freizukaufen. Nach dem Ende des Krieges forderte Kunz vom Kurfürsten eine Entschädigung für Zerstörung an seinen Gütern in Thüringen und für die Enteignung seines Gutes in Schweikershain. Der Kurfürst machte jedoch seinerseits eine Rechnung an Kunz auf. Nach jahrelanger Debatte wurde 1455 schließlich die Überprüfung durch ein Schiedsgericht beschlossen. Die Gerichte in Magdeburg und Friedberg gaben Kunz von Kaufungen Recht. Das Gericht im sächsischen Leipzig gab dem Kurfürsten Recht und dieses Urteil zählte letztendlich. Angesichts des zu erwartenden Urteils reifte bei Kunz von Kaufungen jedoch der Plan, sein vermeintliches Recht auf eigene Faust durchzusetzen. Ritter Kunz von Kaufungen verbündete sich mit zwei anderen unzufriedenen Adligen, den Herren Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfeld. Die drei beobachteten das Hoflager in Schloss Altenburg. Als sich eines Nachts die Gelegenheit bot, schlugen sie zu. Dabei kam ihnen seine Ortskenntnis als ehemaliger Vogt des Schlosses zugute, sowie die Umstände, dass der Kurfürst auf Reisen und ein Cross des Hofstaates auf einer Verlobungsfeier war. Am Tag zuvor hatte Kaufungen, Mosen und Schönfels Fehdebriefe an den Kurfürsten abgeschickt. Bei der Vorbereitung seines Planes half ihm der von Kunz zuvor am Schloss eingeschleuste Koch Hans Schwalbe. Er traf in der Nacht mit 35 Reitern und 10 Fußknechten in Altenburg ein, kletterte die hohen Mauern mit Hilfe des Kochs auf Garleitern, die er bei Callenberg gefertigt, und drang in das Schlafgemach der jungen Herren. Da wacht von dem Getümmel Herzog Ernst auf. Das 14-jährige Herrlein ruft in seiner großen Angst das alte Hoffräulein, das er von Jugend an gewöhnt. »O Buhle, Buhle, Kunz von Kaufung ist da und will uns erwürgen. O saget es der Frau Mutter, dass sie uns helfe.« Doch die konnte nicht kommen und auch die Diener konnten nicht kommen, denn Kunz und seine Gesellen hatten vorerst alle Gemächer von außen verschlossen. Nach vollbrachter Tat trennten sich die Entführer. Kunz von Kaufungen wollte mit einem Prinzen über Wolkenburg, Stolberg, Zwönitz nach Böhmen fliehen. Die zweite Gruppe unter Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfels mit dem zweiten Prinzen soll die gefahrenvollere Route über Callenberg, Liechtenstein genommen haben und kampierte schließlich 2 Tage in der Prinzenhöhle, einen Bergbaustollen bei Hartenstein nahe Burgstein. Während einer Rast im Wald bei Elterlein gelang es dem erst 11-jährigen Albrecht, einem Köhler namens Georg Schmidt, seine Identität mitzuteilen. Kunz von Kaufungen hatte das junge Herrlein auf ein Handross gesetzt, führte ihn durch die Nacht und Nebel stracks nach dem Lande Böhmen zu. Als sie in der Gegend von Elterlein gekommen, ist es Mittag gewesen und das Herrlein hat gar großen Hunger und Durst verspürt, hat gesagt: »Wenn ich nicht Essen und Trinken habe, so muss ich krank werden und kann nicht weiter.«
Indem nun Kunz und das Herrlein also Beeren pflückten, kommt ein Köhler zu ihnen. Der sieht, dass Kunz ein Panzerhemd anhat und ein Ross an der Hand führt und dass der Knabe schön, zart und adliger Gebärde ist. Da er nun also liegt, spricht das Herrlein heimlich zum Köhler: »Ich bin ein Fürst von Sachsen, mach mich los, mein Vater soll's dir wohl vergelten.« Sobald der Köhler solches vernommen, hat er auf Kunzen mit seinem Schürbaum losgeschlagen und hätte ihn wohl abgedroschen, wenn nicht das Herrlein für ihn gebetet hätte. Da ist Kunzens Geselle geflohen, aber des Köhlers Hund ist so laut geworden, dass des Köhlers Weib aus dem Kohlkram herbeigelaufen ist, um zu sehen, was da wäre. Der schwarze Mann überwältigte kurz entschlossen Kunz von Kaufungen, nahm ihn mit seinen Gesellen gefangen und übergab ihn im Kloster Grünhain den Behörden. Albrecht erhielt später für sein Verhalten den Beinamen der Beherzte. Kaufungens Spießgesellen Mosen und Schönfeld versteckten den 14-jährigen Prinzen Ernst zunächst 3 Tage in einem verlassenen Bergwerkstollen. Als sie von den Geschehnissen im Wald von Elterlein erfuhren, beschlossen sie, ihren Gefangenen freizulassen. Allerdings verlangten sie zuvor, man solle ihnen Straffreiheit gewähren. Tatsächlich blieben die beiden adligen Ganoven ungeschoren. Kunz von Kaufungen jedoch wurde in Freiberg vor dem Gericht der Berggeschworenen wegen Landfriedensbruch angeklagt. In der Verhandlung berief er sich auf seine gerechtfertigte Forderung und auf den Fehdebrief, der nach damaligem Recht den Landfrieden außer Kraft setzte. Jedoch ging dieser Fehdebrief angeblich ebenso wie die Fehdebriefe von Mosen und von Schönfels erst am Tag nach der Entführung auf Schloss Altenburg ein. Letztendlich war der Prinzenraub auch ein Nebenergebnis der jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen dem sächsischen Kurfürsten und dem König von Böhmen. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten war von heftigen Grenzstreitigkeiten bestimmt. Die Hussitenüberfälle auf Sachsen und die böhmischen Heere im Bruderkrieg taten ihr Übriges. In Böhmen saß auf Burg Eisenberg die böhmische Linie der Herren von Kaufungen. Diese Burg dürfte das Ziel der Entführung gewesen sein. Unstrittig ist, dass Kunz von Kaufungen und auch die zweite Entführergruppe das Königreich Böhmen erreichen mussten, um vor dem Zugriff des sächsischen Kurfürsten und seiner Justiz sicher zu sein. Damit hätte aber auch der König von Böhmen einen direkten Zugriff auf die Prinzen und ein starkes Faustpfand gegenüber dem sächsischen Kurfürsten bei Vertragsverhandlungen gehabt. Deshalb war dem böhmischen König sehr an einem Gelingen der Entführung gelegen. Das Verhältnis von Kursachsen und Böhmen verbesserte sich erst mit dem Vertrag von Eger, der von dem 1458 gekrönten neuen König Georg von Podiebrad geschlossen wurde und der die Grenzstreitigkeiten beseitigte. Nach der Hinrichtung des adligen Kunz von Kaufungen erreichten den Kurfürsten in Dresden hunderte Beschwerdebriefe Adliger aus ganz Europa. Man hielt die Hinrichtung eines Mannes von Adel in solch einem Falle für nicht gerechtfertigt. Im Nachgang zum sächsischen Prinzenraub unternahmen die Eltern der geretteten Prinzen, Kurfürst Friedrich der Sanftmütige und dessen Frau Margareta, am 15. Juli 1455 eine Wallfahrt zur Stiftskirche Ebersdorf. Der Köhler Georg Schmidt erhielt vom Kurfürsten als Belohnung ein kleines Landgut bei Zwickau, nebst lebenslanger Steuerfreiheit. Das dürfte den wackeren Köhler gewiss mehr erfreut haben als jeder Ehrenname.